Das ist Reni, Verni und Jackie. Jackie. Das heißt alles mit einem I hinten drauf, denn wir sind bei Schweizern daheim quasi. Jetzt im Moment in Bayern, in Franken sind wir und du bist Preisträger mit deiner Frau zusammen. Du hast einen Designpreis bekommen oder einen Umbaupreis für einen Morelo. Korrekt, ja. Ich darf dir mal kurz zeigen, komm mal mit. Ihr habt nämlich Pimp My Morelo den ersten Platz bekommen, obwohl äußerlich, ich zeig's mal gerade, das Auto nicht gepimpt wurde. Auch unten drunter habt ihr nichts gepimpt. Du bist aber quasi jemand, der mit Holz und Metall umgehen kann. Ja, so ist es. Ich habe Schreiner gelernt, also Modellschreiner und immer wieder mit Holz gearbeitet. Und so ist es für mich, ja, war es nicht schwer, das große Geschichte. Wir zeigen das gleich mal, was er gemacht hat, aber viel wichtiger ist, du sagst, du hast, hi, alles gut. Sehr schön. Du, ihr seid ins Auto gezogen. Ihr lebt jetzt in dem Auto? Ja, korrekt. Ihr habt Haus verkauft, alles? Haben Wohnung verkauft, ja, und wohnen jetzt da drin. Ihr wohnt da drin? Dauerhaft? Dauerhaft. 365 Tage? Genau. Schaltjahr ist eins mehr. Schaltjahr ist eins mehr, sagt sie. Und das ist jetzt, und du hast mir erzählt, du hast die Kaufentscheidung für Morelo aufgrund meiner Videos getroffen. Hast du gesagt? Weiß ich jetzt nicht genau. Also das heißt, wir waren erst bei anderen Marken und Herstellern zuvor. Und am Ende, das war eigentlich die letzte Station, hier in Schlüsselfeld. Und Reni meinte, doch, da fühle ich mich wohl. Das war die Entscheidung. Da fühle ich mich wohl. Ihr habt vorher ein paar Videos von mir geschaut, oder? Ja. Ja. So. Wir sind gerade in Schlüsselfeld. Ihr werdet hier behandelt, als wärt ihr Teil der Familie. Kann man das unterschreiben? Ja. Willkommen daheim, würde ich unterschreiben, ja. Die Geschäftsführer laufen hier rum, das ist hier Löhner und Co. und Crispins und alle sind zum Anfassen. Genau. Wie Kollegen. Wie Kollegen, oder? Wie Kollegen, genau. Die verhalten sich auch so, oder? Ja, das ist so. Das ist doch einmalig, oder? Ja, sagen du und sind unkompliziert. Seid ihr Multimillionäre? Nein, viele unterstellen ja, wenn ich hier so ein Auto habe, das ist ja jetzt ein toller Liner, der da ist, das ist ein Palace, der ist unter 7,5 Tonnen. Das ist 7,5. 7,5 Tonnen. So, das heißt also, das ist ein Haus auf Rädern, aber das ist ja jetzt wirklich euer Haus, oder? Das ist die 2,5 Zimmerwohnung, die wir jetzt haben, ja. Ja, wir werden das gleich mal. Ich habe viele Fragen an euch, denn ihr seid umgezogen. Wir zeigen mal gerade das Teil, was du konstruiert hast. Du hast für dieses Gerät hier den Pimp My Morelo Preis bekommen. Was ist das? Der passt da genau in das Profil rein. In das Profil. Und was hat der für einen Sinn? Der Sinn, wenn das nicht dran ist, schaukelt das ganze Haus andauernd, wenn ich den ganzen Tag rein und raus gehe. Ja. Wenn ich da irgendwo längere Zeit stehe. Und es gibt ja irgendwann eine Materialermüdung und irgendwann knallt was ab. Das ist so. Das heißt, hier haben wir ja ein Teil, ihr lebt ja da drin, das heißt 365 Tage, dafür sind ja viele Bauteile nicht konzipiert, sondern die sind ja für Camping konzipiert. Und hier gibt es so Scherstifte, so, die abreißen, wenn der Motor überlastet ist, damit er nicht kaputt geht. Und die können abreißen, oder? Das ist so. Ja. Da habe ich auch da und dort schon wo Kollegen gehört, dass es abgerissen ist. Das ist es. Aber eigentlich haben wir ja zwei Geschichten. Der Designpreis ist hiermit abgehändelt, das heißt, es wackelt nicht mehr. Eine einfache Lösung, du hast hier keine CNC-Fräsmaschine genommen, sondern einen Stechbeitel. Ich ging in Spanien ins Bauhaus, habe da einen Holzpfosten gekauft vom Gartenabteil. Der ist bereits schon druckimprägniert. Die Länge 1 Meter und die Gewindestange, alles gibt es da im Bauhaus im Regal. Und nach der Kasse gibt es in Spanien Bauhaus, eine Werkbank, wo man das zuschneiden kann. Ach so, die haben auch Werkzeuge, oder? Ja. Echt? Da habe ich das zugeschnitten, zurück ins Wohnmobil, habe nur noch die Löcher gebohrt, zusammengesetzt und es passt. Reni, hast du einen tollen Mann? Ja. Ja. Ihr sprecht gut Deutsch. Habt ihr in der Nähe von der Grenze gewohnt in Deutschland? Nein, wir sind aus der Ostschweiz, also am Walensee. Ja, trotzdem, ihr redet so, ich sag mal, klar, man hört ein bisschen Schweizer, aber es gibt die und die. Man schon. Aber wir sind viel in Deutschland unterwegs. Ja. Weil normal fühle ich mich schlecht, wenn ich mit Schweizern rede, dass ich kein Schweizerdeutsch dann, weil die fragen mich immer, muss ich auch Deutsch reden? Sage ich, wäre halt ganz gut, weil dann versteht euch jeder. Ja. Aber ihr könnt auch Schweizerdeutsch, oder?
Wir reden normal Schweizerdeutsch. Wenn ihr zusammen seid, alleine Schweizerdeutsch? Immer Schweizerdeutsch. Immer Schweizerdeutsch. Guckt ihr schon mal deutsches Fernsehen? Fast nur noch, weil wir haben Satellit auf Astra programmiert und Schweiz kommt über Hotbird und ist uns zu blöd, immer umzuschalten. Achso, man könnte aber die so einstellen, dass ihr Hotbird geht, oder? Ja, genau. So. Gut, man kann ja über das Internet heute viel gucken, oder? Ja, kann man auch. So, Jackie ist wie alt? Der Jack ist 4. 4. Das heißt, den habt ihr. Ihr seid jetzt wie lange schon in dem Auto am Leben? In diesem 3 Jahre. Und vorher? Und vorher hatten wir ein Karthago. 3 Jahre lang haben wir im Karthago gelebt, hatten aber die Wohnung noch. Hatten die Wohnung noch. Aber jetzt mit dem habt ihr die Wohnung verkauft? Genau. Ja. War das mulmig? Nein. Also bei mir hat es halt gedauert. Wir haben im 16 begonnen. Das war immer klar, er wollte immer reisen nach der Pensionierung. Der da. Ja, mein Partner. Ja. Und ja, bei mir hat das gedauert. Ich brauchte 3 Jahre, bis ich gemerkt habe, ach, die Wohnung, die ist mir einfach zu viel. Die war jetzt nicht so groß, muss man sagen. Die war sehr groß. Die war 160 Quadratmeter. Doch Multimillionär. Nee, nein, das nicht. Aber jedes Mal, wenn wir von der Reise zurückkamen, vom Wohnmobil, ja, dann war einfach viel zu putzen und die Wohnung war zu groß für uns 2. Okay. Und nach 2,5 Jahren oder 3 Jahren haben wir gesagt, okay, wir verkaufen. Ihr seid schon lange zusammen, oder? 20 Jahre. 20 Jahre. So. Das heißt, ist das so, dass man sich dann trifft und sagt, so, jetzt wird entsprechend abgestimmt, Hände hoch, wir ziehen aus. Und dann waren da 2 Hände oben und der Hund. Und dann habt ihr gesagt, wir ziehen aus. Ja, nicht ganz so. Weil ihr müsst ja zusammen die Entscheidung treffen. Ja klar, ich wäre eher der Typ gewesen, der die Wohnung vermietet hätte. Aber wir haben dann das besprochen und sie hat gute Argumente gebracht. Ich meine, welche? Wenn ich diesen Schritt mache, möchte ich frei sein. Loswerden. Alles loswerden, kein Ballast mehr mitnehmen. Habt ihr gutes Geld bekommen für die Wohnung? Ja. Okay. Der Markt ist ja tot, oder? Genau. Und dann haben wir halt investiert in ein größeres Wohnmobil und sind glücklich. Das ist so. Also die Auswahl muss ja so wahrscheinlich unter 7,5 Tonnen. Das ist ja, glaube ich, nochmal was ganz anderes in der Schweiz, wenn du drüber bist. Seid ihr noch ab und zu mal in der Schweiz? Ja, Frühjahr und Herbst in der Regel, so 2 bis 3 Wochen. 2 bis 3 Wochen. Gibt immer was zu erledigen, sei es in der Werkstatt, sei es bei den Kindern, Bank. Kannst du mir mal einen Gefallen machen? Geh mal gerade zu dem Auto bitte, an die Wand, an die Seitenwand und halt mal deinen Arm mal bitte an die Seitenwand. So, dass man das mal sieht. Das ist ja eine Frechheit, ja. Du siehst aus wie ein Schwarzer. Also es ist wirklich so, du bist im Süden, permanent, oder? Über Winter ja, sind wir im Süden. Du bist der, wenn dich die Frauen sehen, du sagen, wie kann man nur so braun werden, oder? Wenn ich einen Tag 2 in der Sonne bin, bin ich bereits schon. Du bist so einer, schnell. Ja, Kann ich noch fragen, wie alt du bist? Ich werde heuer 70. Heute? Heuer, dieses Jahr? Dieses Jahr. Okay, 70. 70. Boah, wie stark. Also er fühlt sich an, als wäre er erst 50, oder? Super. Und du, wie alt bist du? Ich bin 61. 61. Ja. So ein junges Ding mit ihm. Ja, Das ist, das hält ihn jung. Wie habt ihr euch kennengelernt eigentlich? War das Zufall? Wir haben im selben Chor gesungen. Im Kirchenchor? Ja, im Kirchenchor. Genau. Ist das evangelisch-katholisch? Evangelisch. Evangelisch. Und wir haben uns 3 Jahre schon gekannt, bevor wir zusammenkamen dann. Das heißt 1000-mal berührt und 1000-mal ist nichts passiert. Ja, genau. So ist das. Und das war vor 20 Jahren? Das war vor, 2002. 20 Jahren sind wir zusammengekommen. Okay. Ja, und dann, wie kam das? War da abends im Kino Popcorn essen und dann hat der deine Hand genommen? Nein, das hat sich einfach irgendwie entwickelt. Wir haben irgendwie so plötzlich das Gespür füreinander Ihr seid bekommen. in der gleichen Sekunde aufeinander losgegangen. Ja, und so habt dann, ungefähr. Ja. Ja, Und dann ist das so wie bei Dirty Dancing, dann Honeymoon. Ist so. Das heißt, Liebe kennt ja kein Alter, oder? Nee, nein. Wo die Liebe hinfällt, fällt sie halt hin. Was ist so toll an ihm, am Werner? Was ist der Grund, warum du ihn nochmal nehmen würdest? Ist er lustig? Lustig? Nein. Nein. Ja, manchmal ist er lustig, ja. Ja. Es Weil ihr seid ja kann auf. viel, er reist gerne, das passt. Weil ihr müsst Sonst sind wir verschieden. Ihr müsst euch ja gut verstehen auf so engem Raum. Das heißt also, so mal eben, du
darfst mal ausziehen, mal für einen Tag woanders schlafen, geht ja nicht, oder? Das geht schlecht, nein, Ja. das geht schlecht. Aber sich wir die- sind schon verschieden. Wir müssen schon Verschiedenes voneinander akzeptieren halt. Ja. Ja, ich bin der Bewegungsmensch und der ist eher der gerne mit den Leuten spricht und der Gemütliche. Und ich bin immer auf Tour. Auf Tour hier mit den Mit dem Mountainbikes. Rad, mit dem Hund, zu Fuß. Sind das E-Bikes? Ja, Ja, das sind E-Bikes. Deins ist welches, das Flyer? das ist meins da. Das ist deins da. Das hier. Ja. So, das ist in der Schweiz zusammengebaut. Ich kenne die Firma gar nicht. Was ist denn das für ein? Ein Flyer. Flyer. Gut, beides Flyer. Naja. Sind aber schick, Tiefeinsteiger. Ja, So, das heißt, du fährst da wie so ein Hollandrad, bequem. sehr, ja. Ich fahre bequem. Und wir waren gerade in Holland, da haben wir rund 1000 Kilometer gemacht. Also ich und er ein bisschen weniger. Ja, Ja, waren viel unterwegs. wir waren viel mit dem Rad unterwegs. Jetzt klär mich mal auf. Viele sehen das ja jetzt und sagen, mein Gott, die schöne Wohnung, das wäre doch jetzt die Sicherheit. Dann hier, das kann ja mal kaputt gehen, da fährt euch einer rein. Aber die Wohnung und gerade in der Schweiz, so bla bla bla. Das ist so. Haben euch viele davon abgeraten, die gesagt haben, ihr behaltet doch die Wohnung als Sicherheit? Nein, nein. Die haben uns nicht reingequatscht, aber ja, es war einfach so. Wir wussten schon, wir gehen nicht mehr in die große Wohnung zurück. Was mir auffällt, wenn ich lange weg bin, ich brauche das Haus gar nicht mehr. Und das ist dann. Das stimmt. Die 3 Wochen im Frühjahr und Herbst können wir da drin wohnen. Ja. Die Wohnung war eine Belastung, sie war zu groß. Sie war zwar fürs Alter ausgerichtet, aber einfach die Größe war zu viel. Und uns gefällt's. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man sich wieder was sucht. Aber der Werner ist jetzt noch fit wie ein Turnschuh. Ja. So alte Leute, so ab 90, die gehen dann irgendwann ins Altersheim. Ist das bei dir das Alterswohnmobil dann, wo die Betreuung dann kommt? Nein, ich denke, wenn der Zeitpunkt kommt, dass ich nicht mehr fahre oder dass irgendwas Gesundheitliches eintritt, wo man es nicht mehr machen kann, da haben wir ja die Möglichkeit, da gehen wir mal ein halbes Jahr so auf dem Camping, bis man wieder was gefunden hat. Oder geht direkt ins Altenheim, geht auch. Oder Alterswohnungen, oder gibt ja mittlerweile verschiedene Angebote. Warte, ich zeig mal deinen Ohrring. Das ist so ein bisschen Piraten. Was hast du vorher gemacht? Warst du Türsteher in der Disco, oder? Nein, ich hab Verschiedenes gemacht. Ich war viele, viele Jahre im Außendienst für Bodenbeläge und Holzbearbeitungssachen und Holzbearbeitungsmaschinen. Und am Ende, ja, habe ich die Stelle noch verloren. Das heißt, meine Abteilung wurde gekündigt. Da bin ich dann noch ein bisschen Bus gefahren, so Kleinbusse. Kleinbusse, Linienbusse. Ja. Für die Post, oder? Nein, das ist die Rheintalbus. Okay. Also wirklich ein Linienbus bist du gefahren? Ja, Linienbus. Wie viel ging da rein? Wie viele Sitzplätze? 16 Sitzplätze. Ach, so ein Kleinbus, oder? Ja, Sprinter oder so? Kleinbus. Und dann bis 34 Stehplätze. Cool. Was hast du dann gemacht und du bist wann in Rente gegangen? Oder Pension? Geplant war mit 63, hat sich dann durch den Stellenwechsel mit dem Bus nicht ergeben. Das hat mir dann Spaß gemacht. Dann wollte ich mit 64 ein halbes Jahr nach Skandinavien. Und da hat dann die Busfirma gesagt, nee, ein halbes Jahr ist zu lang. Dann habe ich dann ganz aufgehört und sind losgefahren nach Skandinavien. Ihr habt denn schon ein Fahrzeug gehabt, oder? Ein Reisemobil, den Damals noch Carthago. der Carthago, genau. Was war das für einer, Carthago? Carthago Chic E-Line. Ein E-Line. Ja, War ja auch nicht ganz billig. Ja. So, den habt ihr gut verkauft bekommen? wir haben ihn eingetauscht dann mit, Okay. mit dem Morelo. Der ist es wie alt, der hier? 3 Jahre. 3 Jahre. 3 Jahre, ja. Und irgendeinen Stress gehabt bisher, was Größeres? Ja, ein Schaden einmal, ja, aber selber verschuldet irgendwie. Seid angestoßen irgendwo? Ja, da kam beim Einkaufscenter in Spanien, kam da so ein versenkbarer Poller da rein Ja. und hat da ziemlich alles verdrückt bis hierhin. Und das gab eine Reparatur von 3 Wochen dann da in Schlüsselfeld. Da mussten wir dann eine Wohnung nehmen, eine Ferienwohnung. Vollkasko war der versichert. Genau. War das ein großer Schaden finanziell? 15.000. 15.000 Euro. Habt ihr euch dann die Wohnung genommen hier? War das schlimm? Das war halt ein bisschen schwierig, weil man durfte eigentlich nicht wegen Corona.
Aber für Sonderfälle gab es eine Erlaubnis. Haben wir in Bamberg eine Ferienwohnung genommen. Während Corona habe ich den schönsten Urlaub meines Lebens erlebt. Ich bin nämlich 2020 nach Südfrankreich gefahren. Da waren auf den schönsten Plätzen Frankreichs kein Mensch. Es war wirklich so. Habt ihr es gemerkt? Ja, Stimmt, ja, das war herrlich. Ja, das war schön. Keine Reservationen, man konnte viel frei rumfahren. Erste Reihe. Plätze wechseln und nee, es war toll. Das war toll. Ja. Was war denn so das schönste Land für euch im Sommer? Was ist im Sommer am schönsten? Muss ich jetzt gerade überlegen, am schönsten. Für mich Norwegen, eindeutig Im Sommer Norwegen. für mich eigentlich im Sommer Norwegen, Norwegen. Norwegen. Ja. Stechmücken? Norwegen keine. Keine. Nein. Schweden ja. Schweden ja. Norwegen haben sie Flugverbot. Echt? Ja. Und die halten sich dran. Ja, die Es wird scharf geschossen. Ne? Nein, Zu viel Wind? Es ist wirklich so, also wir hatten nie Mücken in Norwegen, in Schweden aber ja. Okay. So, jetzt ist das hier ja Haus auf Rädern. Das heißt, wie ist so die Aufnahme? Weil wenn ihr auf den Campingplatz kommt, da stehen ja jetzt nicht nur Morelos, sondern ihr seid ja oft wahrscheinlich der einzige Liner, oder? Mittlerweile nein. Es wird Es wird immer mehr. Wir waren jetzt letzten Winter auf dem Platz, da sind wir bestimmt 8 Morelos waren da. Ist das gut, schön? Wenn man Ja, so ist natürlich, man ist wieder unter sich, ist wieder willkommen daheim. Die Leute kommen eher auf uns zu. Wir haben auch das andere schon erlebt. Am Stellplatz fahren wir hin, sind kleine Fahrzeuge da und sagt Grüß Gott und ich bin dann ein, der geht darauf zu und grüße und die gucken dann weg. Das haben wir auch erlebt. weil ihr die Multimilliardär seid, richtig? Genau. Und du siehst ja typisch so aus, auch wie du dich anziehst, so etepetete. Weißt du, du hast ja jetzt dein Kleid an von Gucci und die Rolex, oder? Ich lege überhaupt keinen Wert auf Marke. Genau, das ist wichtig. Du bist so im Moment so einen leichten Trachtenlook. Da war ja auch Trachtenabend gestern, gell? Ja. Also das ist ein 4-Euro-Ding von Holland, von dem Brockenhaus, von dem Secondhand-Shop. Und das 5 Euro. Auch Also ganz normale Leute seid ihr. völlig normal. Okay, sehr schön. Ja, es gefällt mir schon mal. Ich habe viele Fragen. Darf ich da mal reingucken in die Klappe, was da drin ist? Weil ihr müsst ja letztlich hier mit dem Auto alles mitnehmen, was ihr habt. Die Fahrer da hinten im Heck, nehme ich an? Ja. Das ist unser Keller. Weinkeller. Der Weinkeller. Wahrscheinlich die größten Schätze sind da drin. Ja, es geht. Es hat auch Schweizer Schnäpse dabei. Zeig mal bitte, hol mal raus. Ich will mal sehen. Sag mal, man sagt immer, in der Schweiz wäre alles so teuer, aber die Qualität ist richtig toll in der Schweiz. Das ist wie in Frankreich, oder? Die ist sehr gut. Also auch Fleisch und alles. Also da gibt es ja so einen Hersteller. Wenn du mal gerade die Box da ein bisschen ranziehst zu mir, sei mal so lieb, dass man mal. Die da? Ja, die da. Wenn du die mal so ein bisschen rausziehst, dass ich mal sehe, was euer Hobby ist. Denn ihr trinkt aber jetzt nicht dauernd Alkohol, oder? Ich überhaupt nicht. Der trinkt schon täglich sein Bierchen, aber Aber Wein. Das ist haben zum wir für Genießen. Freunde gekauft. Das trinken die uns in Spanien weg. Echt? Ja, Aus der Schweiz ist das, gell? ich trinke das gar nicht. Das ist aus der Schweiz. Eine alte Birne. So, jetzt zeig mal, damit es nicht klappert, habt ihr hier diese Ummantelungen drum. Das ist schön gemacht. Amaretto habt ihr mit dabei, Rotwein. Also das ist so der kleine Vorrat. Ich habe jetzt gedacht, hier wäre jetzt ein Tiefkeller mit 400 Flaschen Wein. Nee, wir kaufen meistens vor Ort. So, Wir haben Plätze bei Weinbauern und da kaufen wir mal einen Karton von dem, was ein Rotwein oder Rosé gehört zum Anstand. hat der Wagen Schweizer Ausstattung hier von Steckdosen? Nein. Nein, deutsche. Schuko. Okay, verstehe. Ihr habt Adapter dann für die Ja. Schweizer Sachen? Ja. Okay, das ist verstanden. Die Anti-Rutschmatten, sind die gut? Die sind ganz toll. Ja. Die sind toll. So, werden gerne angefressen von Mäusen, kann ich euch sagen, wenn die da sind. Ja, habt ihr schon mal Mäuse gehabt im Auto? Ja, eine Ratte. Eine Ratte? 2 Wochen lang. Wie kam die rein? Das wissen wir nicht. Über Stromkabel? Irgendwo über den Motorraum. Wir haben heute gefragt bei der Werksführung. Also die findet überall ein Loch. Er meinte, es könnte bei der Lüftung irgendwo reinkommen, aber Die machen sich ja so klein, wenn sie rein wollen. Die können, ich glaube, wie fingerdick werden die auf einmal. Das ist die müssen selbst hier in Schlüsselfeld aufpassen, dass die Fahrzeuge nicht so lange draußen stehen. ja. Das gibt so zwei Zeiten im Jahr, wo die, wenn es so ein bisschen kalt wird oder Frühjahr und Herbst, hat er uns gesagt, müssen sie auch hier aufpassen. dass sie aufpassen. Also am besten den Schutz drauf machen auf die Stromleitung, dass sie, da gehen sie gerne hoch. Die Ja. können ja gut klettern. Ja. Ist so. Dann hier, das ist die Heckgarage. Ganz wichtig. Ah, Schuhe, guck mal da.
Das ist ja stark. Ihr habt ein riesen Schuhfach. Reni, du bist weg? Da ist sie. Das sind deine Schuhe? Ja, das sind meine auf der Seite. Und da rechts sind... Unordentlich, aber es geht. So, dann habt ihr diesen tollen Thule Slide-Out. Ist das praktisch mit dem? Das ist ganz toll. Der senkt sich auch ab, wenn er draußen ist? Nein. Kommt gerade raus. Aber ich kann die Fahrräder vorne anheben, dann hinten anheben. Also easy. Das ist praktisch. Okay, hier vorne habt ihr die Stühle. Die braucht ihr im Moment nicht. So, da vorne ist der Wechselrichter. Der kann ja einiges. Der kann ja Peak bis zu 5 kW. Das heißt, du kannst sogar ein paar Sachen anmachen gleichzeitig. Ja. So, also ausgestattet ist er ganz toll. das ist so. Da war alles drin, was du brauchtest. Hat irgendwas gefehlt, was ihr nachgerüstet habt, Reni? Das, ja. Da ist die Reni. Ich bin wieder hier. Was wir nachgerüstet haben. Komm, wir lassen dich mal rein, dass du da bist. Hallo. Hallo. Also Solar haben wir noch mehr raufgemacht. Ja. Ja, aber Das heißt, ihr seid wirklich autark jetzt, oder? ja. Ja. Im Winter ist es trotzdem knapp, wenn die Sonne flach ist, aber sonst... Die Standheizung, eine W. Genau. Basto mit dem Wärmetauscher. Haben wir für Norden noch reingemacht. Also Diesel bekommt man überall. Man kann damit Für Diesel Notfälle. heizen. Genau. Ja, ich hatte die auch drin gehabt, die ist schon klasse, oder? Die finde ich super. Ja. Ja. Und die macht Power. Also wenn du die anmachst, ist ruckzuck warm, oder? Ich stehe immer früher auf und bis er aufsteht, ist schön warm. Okay. Komm, gehen wir mal auf die andere Seite. Da ist er. Das heißt, ihr würdet nochmal Morelo kaufen. Ja, auf jeden Fall. Ah, der Werner, der war so ein bisschen, hat gedruckst. Du auch? Moreno. Ja, Mario. Doch. Immer wieder. Immer wieder. Das ist interessant, ihr seid ja wirklich verschieden. Wir sind sehr verschieden, ja. Also ich fühle mich nach wie vor zu Hause hier drin. Ich finde das ein tolles Fahrzeug. Die Bauweise und es gibt einfach Sachen, muss ich sagen, habe ich bisher in keinem Fahrzeug gefunden. Das ist das 6. Fahrzeug, das ich fahre. Und bei allen anderen hast du immer wieder Plastikdeckel von den Schrauben, wo man sammeln muss. Da gibt es keine. Die findet man nicht. Die Sicherungen, alle ist da am selben Kasten. Ich muss nicht da an 4, 5 Orten Sicherungen suchen. Du hast einen Gastank, einen großen? Ja. So, das ist da unten, wo der blaue Pfeil ist. Da machst du den auf. Der Mann ist vollkommen pragmatisch, das mag ich. Ja, weil der. Ist das der große oder ist der 120 Liter. 120er? Dann habe ich dann zusätzlich noch ein Rohr angebaut für den kleinen Schlauch. Ah ja, wenn du so direkt runter stehst. Und den Damit habe ich verlängert um 1 Meter. Damit es nicht so spritzt. Gut, habe ich verstanden. Also, mach noch mal zu. Dann gucken wir mal gerade. Das heißt, also in diesen Gastank könnt ihr an der Tankstelle ja tanken, könnt GPL reinziehen. Ja. Da ist der Filter kam dabei, gell? Der ist dabei. Der ist dabei. So, und da habt ihr was drin? Ah, guck mal hier, die Adapter. Die Adapter, das ist noch von der Einführung von Karthago, von der ersten Werksbesichtigung. Stark. Und die Adapter, damit hast du die Möglichkeit, Gas kannst du auf in ganz Europa tanken damit. Ja. Das habe ich Das ist der Filter. von Morelo bekommen. Das war drin Ja. für Deutschland. So, und das ist der Filter. Damit kannst du das Gas filtern. Und die anderen kann ich da drauf schrauben. Okay, verstanden. So, dann hast du hier Putzeimer. Ah nee, das ist die Wasserversorgung. Wasserversorgung und Putzeimer. Das heißt, du hast so einen Spiralschlauch für kurze Wege Ja. und dann nochmal einen Zusatzschlauch. Und der Feuerwehrschlauch, der ganz lange. Also da kann ich dann im schlimmsten Fall bis 50 Meter zusammensetzen. Okay, ausrollen. Falls du mal stehst und das Wasser, du willst dich ja nicht bewegen dann und dann kannst du das Wasser dir holen, richtig? Ja, genau. Also schleppen müssen wir nicht. Was ist da drin in der? Das ist die Entsorgung. Abwasser, Frischwasser. Adapter und Anschlüsse und Putzzeug. Also da rechts ist die Toilette, Festtanktoilette, links ist das Grauwasser. Dann Zuladung, passt das bei euch? Das passt sehr gut. Wir hatten mal gemessen auf einer Baustellenwaage. Hinten hatte ich genügend Reserve, vorne war es eher knapp, weil wir den Retarder haben. Und der ist offensichtlich schwer. Ihr habt eine Wirbelstrombremse, das heißt verschleißfrei. Genau, bremsen. Okay. So, das heißt, ihr könnt verschleißfrei bremsen. Das heißt, wenn du jetzt die Alpen runterfährst, hast du keine Angst, dass die überhitzen. Ist das gut, der Retarder? Ich bin der Meinung, ab 5 Tonnen müsste das vorgeschrieben Das ist sein. ein Telma, habt ihr drin? Ja. Okay. So, der geht auch ABS-mäßig, oder? Der Telma.
Nein, das spürt man kaum was. Also der bremst einfach die ganze Antriebsstange, bremst er zurück. Sanft. Sanft, ja. Bis fast zum Stillstand. Das heißt, du brauchst eigentlich die normale Bremse fast gar nicht. Du kannst über den Hebel bremsen. Okay. Wenn man anständig fährt und sonst kann man dann immer noch mit der Fußbremse nachhelfen. Habt ihr noch Gasflaschen drin? Ja, eine. Eine. Für den. Nee, ist okay. Brauchst nicht aufmachen. Und daneben sind dann die ganz langen Schläuche, wenn ich einen Platz habe mit Entsorgung. Guck dir mal das Wetter an heute. Ist das nicht schön hier? Die Wolken sind so traumhaft. Die sind Hammer, oder? Das ist für mich jetzt hier um die Uhrzeit. Wir filmen jetzt so um die 5:30. Dann Schwerlastauszug hast du drin. Was man so braucht. Außenküche. Für die Gasflaschen hinten. Akkuschrauber. Habe ich heute gehört, bei Meier hat doch jeder dabei. Den Akkuschrauber. Ja, was man so halt braucht. Auf dem Camping Stiefel für Norwegen zum Fischen. Eine Handpumpe für. Pumpe. Habt ihr ein Boot? Küchenzelt. Noch nicht. Noch nicht. Hast gehört? Noch nicht. Noch nicht. So, das da ist zum Waschen vom Auto. Ja. Und was ist das? Oh, das ist ganz praktisch. Weil er ja auf Keramik versiegelt ist, sprühe ich ihn eigentlich nur ein oder gehe mit dem Mob kurz durch vom Putzfuchs. Und dann Ist das so gut, die Keramikversiegelung? das ist super. Und mit dem mache ich das Fahrzeug trocken. Ach, so ein Abzieher. Ja. Wie in der Dusche. Ja. Ich muss nichts nachtrocknen. Ich mache mal gerade ein bisschen Werbung für deinen Regalmann. Ist das Regal gut? Das ist super. Es war die erste, die das auf den Markt gebracht hat. Gut entwickelt, wirklich. Hilft bei jeder Situation. Kennt die Fahrzeuge. Du hast dich entschieden für die Edelstahldeckel von Jumbo, nicht die Leichtmetallfelgen. Die finde ich auch persönlich, die schöner, du nicht, oder? Die finde ich schrecklich. Ich finde sie schrecklich. Für einen Morello finde ich das schrecklich. Ich find Sieht die- so aus wie ein LKW. Genau, ich finde die super, weil es sieht ja aus wie ein LKW. Ich finde sie schön. Ursprünglich wurde mir ein anderer Schutz empfohlen und dann waren wir beim Händler am Bodensee. Da hat gesagt, du, ich hätte was ganz Schönes. Der Burmeister. Genau. Ja. Und die sind wirklich schön. Gut, das heißt, du sagst aber, du hättest keine Leichtmetallfelgen. Ich hätte gerne die feinen, schönen. Ja, Und du? Hallo, am liebsten. Was willst du haben? Fressen. fressen, genau. So, das heißt, ihr habt ja eine schöne Front, die schöne automotive Front. Der sieht auch optisch, die Leute sagen auch, er sieht richtig schön aus, oder? Das ist es. Das ja. ist es. Das Design. Ja. Design ist immer wieder schön und sieht elegant aus. Ich finde die Außenspiegel sehr praktisch, weil du siehst alles. Du brauchst eigentlich keine Rundumkamera, oder? Nein, brauche ich nicht. Und wenn die Spiegel richtig eingestellt sind, die Eckspiegel, Ja. dann sehe ich wirklich auch die komplette Front. So, dann hast du das normale Licht hast du drin. Die normalen Birnen? Nee. Normal, ja. Okay, das heißt, du kriegst auch die Birnen überall, oder? Ich denke schon, wenn es überhaupt Birnen sind. Oder sind es irgendwelche LEDs? Hast du LED bestellt? Wahrscheinlich. So, da vorne sind normale Birnen im Standlicht, nehme ich an, oder? Ja, aber die gehen, glaube ich, nicht richtig leicht kaputt. Tagfahrlicht. Komm, wir gehen mal rein. Denn ich finde, ich muss aber vorher noch einmal kurz in die Klappe gucken. Weil die Leute interessieren sich nämlich immer, wenn man so auf große Tour geht, was man so mitnimmt. Weil ihr musstet ja euch ein bisschen reduzieren, oder? Ja, Ein bisschen viel. ging viel weg, ja. Wir mussten uns von vielem trennen. Ich zeig mal gerade hier. Das Baileys. Dann hier die Kaffeefilter habt ihr mit drin. Das da sind Schokoriegel dahinter. Schweizer Schokolade von der Manufaktur von der Schweiz. Zeig mal. Ist sie lecker? Man kann es versuchen. Nein, ich darf nicht. Ich bin im Moment auf Diät. Ja, man sieht jetzt nichts drin, also ich kann mal was. Mach mal eins raus, genau. Das sind so die kleinen Dinger, mit denen werden die Pralinen hergestellt. Ach, das Rohmaterial. Das Rohmaterial, genau. Und das ist Schweizer Manufaktur, also es wird Die mit ist zum Heumilch Kaffee, oder wie? gemacht, oder? Bitte? Ja. Das wird dann gemacht zum Kaffee, wird das gereicht? Das, ja. Schmeckt das gut? Warte mal, ich muss jetzt auch mal eins probieren. Oder? Ich muss hier weg. Ihr habt nur Leckereien. Ihr seid der Teufel für mich. Das ist Hund. Das ist der Hund? Und seine Box. Ist das so, dass der Hund nur ein spezielles Futter frisst oder ist das so ein... Nein, er frisst alles, aber wir schauen halt, dass möglichst viel Fleischanteil dabei ist und kaufen das halt dann wieder ein. Dass der fit bleibt, der Hund. Ja,
Das heißt Und viel. auch keine Geschmacksverstärker drin sind und keine Farbstoffe hier. Die ist aus der Schweiz, oder? Es gibt sehr viel Hundefutter, da ist eher Vogelfutter wie Hundefutter. Die haben Getreide drin ohne Ende. Das ist ja ein Fleischfresser, so ein Hund. Und Und kein, ein Hund ist ja ein Fleischfresser und kein Vogel. ist ja schon, was ist das da? Pulver? Das ist das Milchpulver. Wir haben nie Probleme mit, dass Milch sauer wird. Und die hält ewig. Gibt es ja in Deutschland nicht. Also gibt es nur im Großmarkt. Es gibt das sogenannte Milchweißen und Kaffeeweiß. Aber es ist nicht dasselbe. Das wird aus reiner Milch hergestellt. Seit vielen Jahren. Man macht wieder Milch damit. Wasser dazu und dann ist wieder Milch. Und das schmeckt auch so? Es schmeckt wie Milch. Ist einfach auf Magermilchbasis. Aber wir kochen Kartoffelpüree damit. Wir nehmen es zum Kaffee. Ist ja genial, oder? Ich finde es genial, weil wir hatten früher so mit dem Kühlschrankteil Probleme mit dem Karthago. Der stieg aus und dann war alles sauer im Kühlschrank drin. Also Joghurt war kaputt, Milch war sauer. Das ist kaum Und Gewicht. seither nehmen wir das so mit. So, ein Brötchen, ihr habt einen Backofen. Ja. Das ist da. Notvorrat. Dann spielt ihr Tischtennis so ähnlich. Ja, das sind so Spiele für den Strand. So, und das sind die Zusatz. Das ist die Nahrungsergänzung eigentlich. Das ist wichtig, oder? Dass man dran denkt. Nahrungsergänzung. Ja, das ist einfach. Das ist Nahrungsergänzung. Das sind so Zusätze, Mineralstoffe, Vitamine. Genau. Die nehmen wir seit 12 Jahren und Warte wir mal. sind auch nicht krank. Fit wie ein Turnschuh, Genau. muss man sagen. Was? Nee, das sagt man so in Deutschland. Genau. Ja, das sagt man bei uns auch. Nein. So, Nudeln. Ist das ausgewogenes Essen, was ihr macht? Salat ein bisschen? Salat, Gemüse. Eigentlich Ja. schon, ja. Aber wir gehen auch viel auswärts. Ach so, stimmt. Ja, ihr habt ja, ihr habt ja die Wohnung verkauft. Die Ja, wir essen viel auswärts auch. seid jetzt Multimillionär. Aber das ist doch wir wichtig, müssen oder? das Geld auch Unter die Leute im bringen. Land lassen irgendwie. Habt ihr eine Rente, die permanent kommt? Ja, Ja. Das heißt also nicht nur das Geld, was ihr hattet, sondern es kommt jeden Monat was dabei. Kommt jeden Monat die AHV und die Pensionskasse. Und das langt zum Leben? Das langt. Okay. Das heißt, ihr könnt so bis ans Ende eurer Tage. Ja, also insbesondere im Ausland, in der Schweiz, würde es immer so knapp aufgehen. Habt ihr Kinder? Ja. So, das heißt, die hätten ja jetzt sagen können, naja, die schöne Wohnung, die hätte ich auch genommen. Ihr verprasst das Erbe eurer Kinder. Die sind ja alle auch versorgt. ja, da war kein Interesse da. Achso, die wollten die Wohnung nicht? Nein, Okay, nein. verstehe ich. Nein. Ja. Die wäre auch zu kostspielig gewesen. Also die hätten die Das haben war Spaß. Miete Ihr könnt ja bezahlen damit müssen. machen, was ihr wollt. In klar. Frankreich ist es so, dass ich die Kinder fragen muss, wenn ich ein Haus verkaufe. Das ist so, Ja, ja. das ist so. Ja. Die sind automatisch Eigentümer. Aha, na, das ist bei uns nicht. Das kommt so aus, keine Ahnung, Fritz dem 400. oder so, der hat das erfunden. Und das ist so, dass die Kinder automatisch, du hast praktisch nur noch ein Mietrecht. Und den Kindern, du darfst das also ohne Zustimmung der Kinder nicht verkaufen, das Haus. Gut, bei uns ist noch ein bisschen schwierig, weil wir sind Patchwork. Er hat 2 Kinder und ich habe 3 Kinder. Du warst auch fleißig. Bin nicht verheiratet und da, ja. Ist so nach 20 Jahren, sagt ihr euch manchmal, naja, wenn es einer mal stirbt, dann kriege ich ja die Rente noch von dem. Ja, nee, Nee. Der nicht, der Werner. Vielleicht kommt noch ein anderer. vielleicht. Also das ist hinterlegt, wenn ich sterbe, dann hat sie von der Pensionskasse. Das geht. Das geht. Ja. Das geht, aber da wir nicht verheiratet sind, also die alte, also die Rente, wie sagt ihr, Die AHV AHV, nicht. die AHV, die nicht. Aber Hat sie selber eine, aber die Pensionskasse. Es gibt in Frankreich Paxé, nennt sich das. Dann ist man zwar nicht verheiratet, hat aber die gleichen Rechte. Das heißt, man hat so eine Art Gemeinschaft, die man gebildet hat. Habt ihr das gemacht? Das hinterlegt ist, weil ihr sagt? ja, das ist hinterlegt. Ja, man muss 5 Jahre, glaube ich, zusammen sein und haben auch ein Testament und so gemacht. Also Und was hast du vorher gemacht? ich war Kleinkinderpflegerin und habe die letzten 16 Jahre zu Hause Kinder betreut. Zu Hause. Zu Hause, Tageskinder. Ah, Tagesmami. Ja, genau. Okay, verstehe. Echt? Ja. Das ist ja anstrengend, oder? Ja. Ja, teilweise aber schön. Man kann sie auch wieder abgeben. Ah, da fängst du voll an zu heulen, wenn eins mal so richtig geht, oder? Und du hattest das 2 Jahre? Ja, wir hatten die zum Teil, bis in die Schule gingen. 5 Jahre hatte ich die. Aber wenn Und die dann weggehen. das ist schon schwierig. Aber Also ich hatte einmal, Oskar war 3 Monate und er war dann 6 Monate in der Krippe.
weil wir den sehr früh reingeholt haben, damit er Französisch hört. Das war uns ganz wichtig. Ja. Der hat von Baby aus, tagsüber Französisch gehabt. Und dann haben wir den weggenommen nach 6 Monaten, weil wir nach Luxemburg gezogen sind. Da hat die Rotz und Wasser geheult. Das war wirklich so. Weil der war ja 3 Monate und dann war er 9 Monate und die hat den jeden Tag betreut. Das hat mir so leid getan. Das ist schon schwierig. Leben. Die Kinder haben so viel gewechselt. Ich hatte so viele Kinder in der Zeit, in den 16 Jahren. Sie kamen ja immer wieder mal. Ja. Junge Kinder, kleine Kinder. Gell? Von Baby an, also kleine, aber auch bis 12 Jahre so Also ungefähr. ich wäre zu dir in die Pflege gekommen. Also du bist, du bist eine Nette. Komm, wir gehen mal rein. Ich ziehe die Schuhe aus, gell? Warte, das mache ich mal gleich. Denn die gute Schube, bei euch ist ja Schuhverbot. Zu Recht. Es steht zwar nirgends so angeschrieben. Aber ich habe eben geschaut, ihr habt überall Strümpfe habt ihr angehabt und deswegen passt das. Und da oben ist der Morelo Aufbautür, ist ja elektrisch. Das heißt, ihr könnt einen Code eintippen, dann kommt ihr rein. Ja. Du hast einen Zentralstaubsauger. Ja, Zeig dir mal, da vorne ist der Anschluss. der ist täglich in Gebrauch. Ist das gut zentral? Ich finde das gut. Ja. Was ist hier drin in den kleinen Fächern? Weil die habe ich nie benutzt. Ah, Hundezeug. Nee, Einfach so schnell, der Dyson. ja, schnell da sauber zu machen. Und das ist Hundezeug, glaube ich. Und Überzieherschuhe, So Kleinigkeiten. Kleinigkeiten, Hundesäckchen. So, ihr habt ja die Hubstützenanlage habt ihr eingebaut. Ich bin ja echt neidisch auf deinen Mann. Guck mal, wie braun er ist. Die haben den schon in Marokko adoptiert. Die haben schon gesagt, der ist einer von uns. Cool. Hautfarbe. Ihr seid ab und zu mal in Marokko mit dem Auto? Ja, wir waren 3 Mal schon da. Ist es gefährlich? Nein. Die Reise nach Marokko ist gefährlicher. Ich war noch nicht drin, muss ich sagen. Das allererste Mal. Ich kenne natürlich das Auto. Diesen Grundriss kriege ich jetzt auch. Ich hatte vorher Bargrundriss. Breite ist 2,40. Okay. Warum nicht 2,50? Das kann er besser erklären. Warum? Ich habe zuvor mit Wohnmobilfahrern ein bisschen diskutiert und einer hat mir ganz eindrücklich das geschildert. Achte darauf, wenn du neu kaufst, dann versuche es mit 2,40. Weil 2,50 stehst du immer wieder an auf schmalen Landstraßen und 2,40 reicht zum Leben drin. Da hatte ein Vario mit 2,50 und er hat gesagt, du, also er stehe immer wieder an, wenn es so ein bisschen schmale Landstraßen hat und die Spiegel sind dann auch bis auf 2,60 und dann kommt ein LKW entgegen, auch wieder mit 2,70, 2,80 mit den Spiegeln und dann wird es eng. Ja, irre viel Platz hier drin. Also dadurch, dass die Version, wie lang ist das Auto? 9 Meter? 9 Meter. Und was ich toll finde, ist, ihr habt so Feng Shui-Geruch hier drin. Das ist das Ding wahrscheinlich. Was ist das? Das ist mein Liebling. Das ist so ein Diffusor mit ätherischen Ölen. Das riecht total lecker, oder? Ich finde das so toll. Ja. Ja. So, was bist du da gerade am Trinken? Das ist noch aus Spanien. Black. Ein Bier, oder? Dunkelbier. Dunkelbier. Cerveza Negra. 5,6%, also harmlos. Den Tisch kann man ausziehen, braucht ihr jetzt nicht machen. Das Polster finde ich toll. Ihr habt das Mikrofaser genommen, das ist sehr pflegeleicht. Das heißt, man kann es wirklich ganz toll reinigen, oder? Das geht gut. Also sie macht das hin und wieder. Krass. Das kann man das gut Ja. reinigen. Hin und wieder. Auch irgendwelche Das- Flecken. Das ist ein Riesentisch. Ihr kocht schon mal im Auto, dass ihr hier was kocht? Ja. Was wir kochen? Ja, nein, wenn ihr jetzt im Auto seid, ihr kocht im Auto auch aktiv? Ja, klar. Okay. Ja. Ist das mit den, ich sag mal, Düften, Gerüchen, mit dem Kondens wie zu Hause? Kein Unterschied? Nee. Kein Unterschied. Man muss halt den Lüfter laufen lassen. Der ist oben drüber, gell? Der ist da oben und dann irgendein Fensterle öffnen oder. Wenn du Nudeln kochst, da ist auch Wasserdampf oder Nudel, ja, das ist aber kein Problem. Dann machen wir halt schnell auf. Oder? du machst halt Blutwurst oder so, das riecht man dann. Gut, wenn wir Fisch machen, wenn wir in Norwegen sind, angeln wir ja. Bitte? Wir Du angeln angelst? Dann. Ja, ich habe auch begonnen, das hat mich gepackt. Aber MacGyver. nur in Norwegen. Und dann den Fisch kochen wir dann schon draußen. Sag mal, hier das Inlay von der Tür, kam das so mit dem Grün? Das wollten wir so. Man kann ja schlecht Bilder aufhängen, man kann keine Nägel einschlagen und ich habe einfach gesagt, die Tür ist viel zu. Wir heizen da vorne und hinten ist eher kühl.
Und es ist so wie ein Bild. So, jetzt fahrt ihr ja schon überall unterwegs. Was hat er jetzt drauf mittlerweile, der Morelo? Kilometer? Was habe ich jetzt? 51.000? 51. Ja. Steht ihr mehr, als ihr fahrt? Nein. Nein. Ihr Das seid ist viel nur im unterwegs. Winter. Ja. Im Winter kann es mal vorkommen, dass wir so vielleicht 2 Monate auf dem gleichen Platz stehen. Dann mieten wir aber einen Wagen zwischendurch. Achso, ein Leihwagen. Einen Leihwagen nehmen wir dann. Für Touren und so, Genau. was ihr dann sagt. Das heißt, ihr steht fest am Stellplatz dann? Also seid ihr dann? Dann stehen wir am Stellplatz. Also Camping sind wir so gut wie nie. In Spanien oder wo? Spanien im Winter jetzt oder Marokko oder Portugal. Marokko seid ihr nicht alleine, da sind viele Camper, oder? Da sind sehr viele Camper, viele Franzosen. Ja, ihr sprecht Französisch ein bisschen? Ja, ein peu. Aber wirklich nur wenig. Was Aber man es langt dann für die wichtigsten. Das langt und sonst gibt es heute Google. Wie ist denn das Wetter im Winter in Marokko? Ist das? Das ist schön. Also unterm Atlasgebirge ist halt schon noch wärmer als in Spanien. Ja. Ja, und die Leute sind sehr nett. Also uns gefällt's. Wir sind leider mit Corona da hängen geblieben und seither warten wir ab. Das heißt, ihr durftet nicht raus, oder wie? Ja, es fuhren keine Fähren mehr und wir waren dann bis Juli. Wir wollten im April zurück nach Europa und mussten bis Juli dann ausharren. Es war schön, wir hatten es gut, aber einfach zu wissen, man kann nicht mehr nach Hause. Ja. Gut, ihr seid ja Schweizer, ihr seid ja geboren mit Gottvertrauen und Schweizer Taschenmesser. Das heißt, ihr könnt Schokolade und so. Schokolade. Nee, aber ist schon ein blödes Gefühl. Du bist ja denn da. Genau, das ist ein blödes Gefühl. Es geht mehr um das. Wir hatten es wirklich super. Man hat gut zu uns geschaut. Mit dem Morelo. Mit dem Morelo, ja. Mit dem Morelo, warte. Wie fährt man rüber mit der Fähre? Fährst du rüber dann? Mit der Fähre Wo? von Alcazira Ja. nach Tanger. Tanger mit. Tanger mit, sagen viele. Ja. Ja. Das Aber ist da eine hört man Stunde. so, die Leute werden überfallen und so. Das habt ihr nicht gemerkt, ja? Das gibt es da nicht. Das gibt's ja nicht. Es gibt es auch. Also es gibt es halt in den Großstädten. Aber ja, wie gut, das überall in das den gibt- Städten. Und Aber du stehst da am Meer oder wie? Ja, wir bereisen das ganze Land. Also wir fahren auch ins Landesinnere. Das heißt, ihr steht dann da auf dem Dorf alleine dann? Oder? Auch. Wir stehen Auch auch da. frei. Ja. Und die Leute sagen, wo man stehen kann. Wir waren auch schon abseits und dann ist auch schon einer hergefahren mit einem Moped, hat er abgeraten, da zu stehen und wir sollten ihm hinterherfahren, er würde uns einen Platz zeigen. Ja, auch gefährlich, dem jetzt zu trauen. Und da habe ich gesagt, was will der jetzt? Und da wollte er da Papiere sehen, die sogenannten Fischen, wo die Daten drauf sind. Hatte ich dann nicht und der kam ja in Zivil, keine Uniform und nichts. Achso, das war ein Polizist? Oder? Nein, ganz ein normal Ziviler, aber der hat mir dann erklärt, guck mal da hinten, schauen Sie mit dem Feldsteher, das Militär, ne? Und komm mit. Und der hat uns auf dem Dorfplatz platziert, hier könnt ihr stehen. Der war einfach nett. Der war Einfach sehr nett. Okay. Das gibt's noch, einfach so. Ja, das gibt's noch. Und er wollte auch kein Geld? Nee. Nein, gar nichts. Ein Fisch oder so? Nee. Der hat uns vor den Polizeiposten gestellt. Militär war auch noch da. Hat gesagt, da so. seid ihr sicher. Okay, wenn die Da Polizei seid da ihr schon sicher. ist, dann Ja. passiert nichts. Ja? Und da kam dann auch einer zu uns ins Wohnmobil vom Militär abends und hat Offizier. gesagt, wir passen die ganze Nacht auf euch auf. Ja, Boah, das die ist sind göttlich. total nett. Wenn du mal gerade so lieb bist, du hast einen ausgestopften Hund hinter dir, Genau. wenn du mir den mal gerade holst. Der sieht nämlich genauso aus wie deiner. Wo hast du den denn gefunden? Den habe ich geschenkt bekommen. Wir hatten vorher schon so einen wie Jackie, Ja. ähnlich. Was ist das für eine Rasse? Jackie ist ein Bichon Malteser und Okay. vorher hatten wir einen Bichon Frisé. Und als der gestorben war, der Bichon Frisé, haben wir den geschenkt bekommen. Und der fährt jetzt immer mit. Fährt mit. So, ihr habt einen Kampfhund quasi. Ist das wichtig, einen Hund zu haben? Nein, aber es ist eine Beruhigung. Also für mich. Der Welt, der schlägt doch schon mal an, wenn du was. Ja, ist eine Alarmanlage. Wir wollten keinen mehr ursprünglich. 3 Jahre habe ich durchgehalten und dann wollte ich wieder einen Hund. Hast du oft an den anderen gedacht, der gestorben ist? Ja. Ja. Den hat sie als Baby schon. Nee, den haben wir mit 11 Monaten übernommen. Ein Gebrauchthund. Von einer Familie, die den nicht mehr wollten. Ja. Und der ist alt geworden. Die werden alt, oder? Die würden alt werden, aber der hatte leider Krebs. Okay. Wie alt ist er geworden? 13,5. Er ist doch trotzdem alt. Ja. Es sind ja viele, die so Wolfshunde, die werden dann 8. Ja gut, Die kaufen sie schon nach 4 Jahren 9. Die würden schon 17 so ungefähr. Okay. Ja.
Ja, toll. Also ihr habt einen großen Kühlschrank. Langt der Kühlschrank? Der langt. Ihr habt den großen noch. Ihr habt nicht diesen kleinen neuen Tedford doppelseitig zu öffnen. Nein. Ihr habt das noch, Riesending. Ja, das ist noch der alte. Und der Ofen hat Ober- und Unterhitze. Ja. Der wird auch schnell heiß. Da wird also, wenn man oben anstellt, ja, das wird ganz schnell heiß. Also wir sind sehr zufrieden damit. Wir haben da jetzt Kritik gehört, das sei nicht so gut. Nö, der alte ist gut gewesen. Aber der ist wirklich, also da den sind wir super. sehr zufrieden. Wir backen Brötchen und Pizzas und Sag mal, in so heißen Ländern wird der Kühlschrank kalt genug, der Absauger? der kalt Absauger, genug? das reicht. Da hatte man nie Probleme gehabt. Außerdem der Tiefgefrierfach, das halt, wenn wir da jetzt ein Eis drin haben, ist es halt nicht mehr ganz hart. Es ist so ein bisschen weich. Nicht? Gut, das ist im Alter ja ganz gut. Ja, dann kann man es besser essen. Genau. Ja. Ich zeig mal gerade, da vorne liegt euer Hund immer. Hin und wieder mal da oder da. Da. Nachts hat er ein Bett, aber tagsüber liegt er da. Ist wie so ein Baby, oder? So ein kleiner? Das ist es ja. Das ist es. Der lässt sich auch gerne knuddeln. Also, das ist wie eine Katze, ist beides. Ja. Okay. So, das ist deine Küche. Darf ich dir mal kurz zeigen? Dein kleines Reich. Deins oder dein Mann kocht auch mal? Ja, meistens schon ich. Gibt es auch schon mal Käsefondue? Ja, Okay. draußen dann. Weil es stinkt ja ein bisschen. Ja. Der Käse, den gibt es ja nicht überall für Käsefondue. Nein. In Deutschland gibt es den schon, oder? Also wir kaufen meistens dann im Winter halt in Spanien und da gibt es so Geschäfte, die das Ich gucke ja nicht mehr in die Kühlschränke. Darf ich trotzdem mal reingucken? Kurz. nur da. Nur da. Was ist oben? Ah, Gefrierfach. Okay. Da ist nicht mehr so viel drin jetzt. So, ihr könnt ja jederzeit kaufen. Ihr habt jetzt kein Beiboot dabei. Das heißt, ihr fahrt ja mit dem Auto von den Supermarkt? Oder wie macht ihr das? Nein, mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad? Ja. Und ihr kauft immer so kleine Einkäufe? Macht da jetzt keinen... Also ich kaufe immer klein, was ich brauche. Ich werfe nicht gern weg. Und da wir viel auswärts essen, ist da meistens nicht so viel drin. Ja, Schweizer essen ja gerne Mikro-Sachen. Die gibt es ja nicht überall. Was für Sachen? Mikro. Dieser Supermarkt. Also heißt ja nicht... Migro, ja. Ach so, die hab ich das Migro. falsch ausgesprochen? Nein, Migro, ja, stimmt. Nee, das ist uns egal. Wir kaufen zu Hause im Migro-Coop. Ja, es gibt Produkte, die wir jetzt im Migro schätzen. Das ist beispielsweise das Milchpulver und der Kaffee. Was, wenn ihr mal in der Schweiz seid, wird da leer gekauft. So, das ist dein Schmutzgeschirr-Sammeleimer. Ja, So, das ich heißt, habe dann das machst du da. bewusst drin, weil manchmal ist da so viel Schmutz drin vom Vorwaschen, dass ich es dann irgendwo draußen nicht ins Abwasser lasse. Für was verwendest du das hintere Becken? Nicht für viel. So, zum Wegschütten zum Beispiel? Nee, ich habe da meistens... Ich auch immer, genau das Das habe gleiche. ich drin. Die Bürste und das Spüli. Genau. Ja. So, vorne hast du deine... Ich vermisse die Kaffeemaschine. Wo ist sie denn? Wir haben sie nicht. Wir sind Camper und das ist jetzt das, was wir lieben eigentlich Filterkaffee. Der harte, wo du auch wach wirst von. Ja, Und nicht das Babyzeug. er mag starken Kaffee und ich brauche da ein bisschen mehr Milch. Warum machst du denn so, dass der Löffel steht? So stark? Naja, ja, bei ihm schon. Ich mache mehr Milch rein So. dann. Das haben wir weggelassen. Sag mal, das hier gab es bei Morello ab Werk, das Muster. Nein, das haben sie extra für uns angefertigt. Bei Morello. Ja, bei Morello. Das geht. war mein Wunsch, Ja. da irgend so was zu machen und dann haben die das. Ich weiß genau, wie das war. Du hast dann gesagt, das hätte ich gerne. Habe ich gesagt, geht nicht. Und dann hast du gesagt, dann gehen wir wieder. So ungefähr. So Nein, ungefähr. wirklich, Morello ging auf unsere Wünsche wirklich extrem gut ein. Ja. Ja. Wir hatten damals Herr Kaiser Ja. und sie wollte auch keinen Glasschrank, Ja. Gläserschrank, weil die kommen ja staubig. Mhm. Dann haben wir gesagt, können wir dann auch nur einen Schrank haben mit aber ja, freilich, kein Da Problem. ist der Fernseher dahinter, gell? Ja. Okay. Jetzt sind die Gläser halt so drin. Ich habe das noch ein bisschen verbreitert, dass die auch gut Platz haben. Ich zeig das mal gerade hier mit dem Schaumstoff. Das hast du schön gemacht. Man kann sowas kaufen oder hast du das zugeschnitten? Das gibt es im Handel. Fertig. Fertig, ja. Höher. Schön. Die Dinger sind da drin. Mhm. Die kann man einzeln rausnehmen und die Größe anpassen. So, das ist der Fernseher drunter. Fahr den mal raus, bitte. So, einmal sehen. Denn wenn man ihn nicht braucht, hat man schöne Aussicht. Ansonsten, ihr guckt ab und zu mal Fernsehen? Ja, Ja. im Winter mehr als im Sommer. Habt den großen Alphatronic 32 Zoll. Langt euch das? Ja. Ja.
Wir haben auch hinten keinen, uns reicht ein Fernseher. Ihr habt ja euch, ihr könnt euch ja unterhalten. Ja. Die Technik, ich meine, ihr kennt das ja aus dem Karthago, das ist ja hier so ähnlich. Darf ich mal sehen, wie viel Solar der gerade macht? Also, dass man mal sieht. Ihr seid jetzt nicht am Stromnetz, Ich oder? hatte jetzt schon auf 100. Ah ja, dann, das heißt, der lädt nicht mehr. Also. Aber wir haben jetzt eingerichtet, dass wenn er auf 100 ist, dass jetzt geht es mit Gas. Also der schaltet dann um, Ja. der Kühlschrank, und übernimmt den Solarstrom, Okay. wenn es übrig hat. Das geht, kann man einstellen. Ja, Wie? man muss ein Kabel einziehen Achso, und das speziell verkabeln, aber ein Signalkabel, dass der weiß, jetzt ist voll und dann geht's an. ja. Ist natürlich im Süden hast du immer Strom. Auch im Winter habt ihr Strom? Nein, im Winter ist knapp. Ja. Also wenn sie flach ist, die Sonne, und die Tage kurz sind, dann ist es schon knapp. So, du hast eine Badewanne hinten drin, das war ein Extra, weil du gerne badest. Ja, ein Whirlpool, doch. Darf ich mal reingucken? Das wir noch mal kurz sehen. Das ist ja dein Bad. Bad eigentlich wie zu Hause, oder? Muss Ja. man schon sagen, von der Größe. Die ist wirklich schön. Die Dusche auch, die ist schön wie eine Dusche zu Hause. So, die Toilette wie zu Hause von der Höhe auch, oder? Ja, Das ist gut. Hier ist schön kühl drin. Ja. eben. Deshalb haben wir viel zu. Gibt es irgendwas, was du ziemlich doll vermisst, wo du sagst, da ist vielleicht eine Person, die ich nicht mehr so oft sehe? Das gibt's. Und ich bin dann auch froh, wenn wir zwischendurch mal in der Schweiz sind und einfach die Familie wiedersehen und die Freundin. Gibt es so Tage, wo du ganz gerne in der Schweiz bist, so Weihnachten oder so? Nein, da sind wir immer weg. Wir sind immer so Zwischensaison. So, und da ist ein christlicher Spruch, der darf auch nicht fehlen. Ja, Denn nicht christlich, aber doch, so ein Schutzengel halt, habe ich geschenkt bekommen. das ist doch toll, oder? Ja. So, der wacht über dich, der Engel. Ich lese mal vor, ein Engel wacht stets über dich, ganz unbemerkt und leise, zeigt er auch nie sein Angesicht, ist doch bei dir auf jeder Reise. Ja, Ich finde das schön. Guck mal hier, und das ist euer Bett und ihr schlaft hier wie in Gottes Schoß? ja. Ist das wirklich toll, oder? Viel Platz. Das ist herrlich. Die Breite. Wirklich gut da drin. Ja. Wir schlafen sehr gut da drin. Habt ihr eine Klimaanlage? Habt ihr nicht, oder? Nee. Nee. Marokko nie gebraucht? Als wir hängen geblieben sind, Ja, hatten wir gut, sie dann wär's- gebraucht. dann Ja. wär's noch Aber wir gewesen, sind aber normal im Winter im Süden und im Sommer im Norden, und da brauchen wir sie nicht. Boah, ihr seid so ordentlich. Das ist ja schon. Ich habe ein kleines Wohnmobil, das sieht aus, als wäre da gerade eine Bombe explodiert. Also da ist jetzt auch ein bisschen halt, weil wir eingekauft haben. Das Hundebett ist über Tag immer hier. Abends kommt das da runter. Der schläft. Ist die Tür dann offen zum Hund oder macht er zu? Wir machen dazu. Und der Hund schläft hier. Er schläft da Okay. am Boden. Ich habe die Hunde immer, als wir weg waren, habe ich die immer in der Dusche eingesperrt, alle drei. Ja, das hat sich angeboten, weil da brauchst du keine Hundebox. Habe ich das Körbchen reingelegt, die Hunde rein. Ja. Und die wussten das schon, da sind die mal abgehauen. Ja, weil die Also für ihn ist eine Strafe. Wenn er mal wirklich spinnt und immer so kläfft, dann muss er in die Dusche. So, es gibt ja noch einen längeren, muss man sagen. Der hat dann noch 2 Schränke mehr. Ja. Aber die Zuladung leidet dann. Das ist ja auch, je länger, desto schlechter, was die Zuladung angeht. Habt ihr genug Schränke? Wir haben genug Schränke, deshalb haben wir wirklich von Karthago gewechselt auf Morelo, weil es hier genügend Schränke gibt. Für uns reicht's. Darf ich mal reinschauen? Helen? Hat jeder so seine Kablare? Mann, die Leute werden sich. Es geht. Also Hintergrund ist ja, warum. Ihr seid ja, das ist ja alles, was ihr habt. Es ist und du hast jetzt keine 5000 Sachen, und wenn du was Neues kaufst, musst du wahrscheinlich irgendwas anderes wegtun, weil der Platz nicht langt, oder? Das ist so. Man kauft sich gerne mal was Neues und dann muss was anderes wieder weg. Ist so. Ist so. Oh, und deswegen Secondhand ist sehr beliebt bei dir. Nein, das war Zufall. Wirklich. Und die Waschmaschine, wo ist die? Das haben wir nicht. Das heißt, ihr wascht im Waschsalon, oder? Genau. Oder auf dem Platz? Waschsalon, mal von Hand, auf dem Platz. Bei Bis Lidl, jetzt funktioniert es gut. Bei wem? Bei? Lidl, Tankstelle. Mittlerweile in Ach so, da Spanien, draußen sind die. Da gibt es mittlerweile, Holland auch, gibt es Tankstellen mit Waschmaschinen. Es gibt ja da so, ich sag mal, Waschmaschinen, da weiß ja nicht, was vorher drin war, ja. Nachher war dann doch die Hundedecke drin. Da muss man halt vorher mit dem Lappen sauber machen. Hast du schon mal was gefunden, was Schönes? Ein paar Haare? Nein, ja, Haare schon, aber sonst was Nix. Wertvolles nix. Nicht. Achso, das meinst du, ja. So, ihr habt die Popodusche, die habe ich mir auch mitbestellt. Wenn ich mir nichts bestellt habe, das ist doch sehr praktisch, oder? Das ist praktisch. Wir hatten früher ein Klosomat. Ein was? Klosomat zu Hause. So eine Dusch-WC in der Wohnung.
Das ist ein Schweizer Begriff, wahrscheinlich Closomat. Keine Ahnung, ist ein Duschwätze, ja. Ja. Da sitzt man drauf und macht mit der Fernbedienung dann die Dusche an. Sag mal, ist das da der kleinste Mülleimer der Welt? Ja. Was ist da drin? So Damenzeug? Ja, und Feuchttücher? ja, so Zeug, was man halt nicht runterlässt. Kleinigkeiten. Wird auch jeden Tag gewechselt, der Sack. Ich zeig das mal gerade. Wenn du mal gerade deinen Finger daneben hältst, wegen der Größe, dass man mal sieht, das ist der. Oh, ist der goldig? Oh. Okay. Und der ist schon mit Klett angemacht. Boah, ihr seid die Helden. Das heißt, du kriegst wahrscheinlich im nächsten Jahr wieder diesen Preis für dieses. Der Kuh könnte man auch anmelden. Habt ihr euch angemeldet eigentlich mit dem Teil, mit dem Bauteil, was ihr selber gebaut habt? Ja, ich musste ganzen Beschrieb machen und Fotos. Bauzeichnung. Dazu. Ja, nicht gar Zeichnung, aber kompletten Beschrieb, wie es hergestellt wird und das Material dazu. Komm, wir setzen uns noch mal kurz. Ich habe noch 1, 2 kurze Fragen. Habt ihr noch einen Wohnsitz in der Schweiz? Nein. Nein. Postadresse. Eine Postadresse, okay. Und die Versicherung, ist das schwierig, noch eine dann zu behalten? Oder? Nein. Das läuft alles heute auch zum Teil online. Aber wenn irgendwas ist, kommt es auch an die Postadresse. Gab es mal einen Moment, wo du dich unwohl gefühlt hast draußen? Wo ihr mal so eine komische Situation hattet durch andere Menschen? Also stand's mal frei und irgendwas war nicht perfekt? Also vor 20 Jahren wurden wir mal überfallen. 3-mal am selben Tag. Wie 3-mal? 3-mal. Also erst wurde, Meine Handtasche. ja. Achso, draußen überfallen oder drin? Nein, drin, im Wohnmobil. Ja, wie kam das? Also die kamen rein, das war damals noch ein Knaus. Knaus Alcove mit Mit 4 Türen. 4 Türen, die kamen da rein. Wir waren unterwegs in Barcelona und als wir zurückkamen, fehlte seine Handtasche mit den Pässen. Und die Tür war kaputt. Die Tür war kaputt. Und dann am selben Tag noch 2-mal? Noch 2-mal, ja. Da ging er auf die Polizei und da kamen sie rein, als ich mit meinem jüngsten Sohn drin war. Du warst drin? Ich war drin und hatte aber einen Unfall. Ich lief an Krücken, das haben die schon gesehen, dass ich da nichts machen kann. Die sind trotzdem rein? Sind rein, haben meine Handtasche genommen und da war alles drin, außer das Handy damals. Also ich konnte sofort Karten sperren lassen. Und dann nochmal? Und dann gingen wir zusammen zur Polizei und dann kamen sie ein 3. Mal rein, als wir alle am Polizeiposten waren und haben wahrscheinlich, weil sie nichts erwischt haben bis jetzt, alles kaputt gemacht drin. Schränke ausgeräumt, Kühlschrank ausgeräumt, alles zermanscht am Boden und das war dann nicht mehr schön. Also wir hatten keine Pässe mehr, Kein Geld. das Bargeld war weg. Okay, der Hund war noch da? Da hatten wir noch keinen Hund, aber Das wäre schlimm, wenn sie den auch noch geklaut hätten. ja, Weil du nee. kannst aber ist das nicht sowas, wo du dann sagst, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Camping danach? Ich muss sagen, wir waren selber schuld. Wir waren am Silvester in Barcelona auf dem Straßenrand. auf dem Straßenrand parkiert, weil alles überfüllt war. Alle Also Plätze waren voll. die überwachten Plätze waren voll. Und wir wollten mit dem Jungen, der war 13 Jahre alt damals, der Kleinste, wir wollten ihm etwas bieten über Silvester. Und ja, das war unsere Schuld und wir haben daraus gelernt. Seither, wenn ich ein schlechtes Bauchgefühl habe, fahren wir weg. Jetzt ist ja hier, das Auto ist ja höher, hat andere Türen. Der Ducato ist ja schon für die Leute schon, ich sag mal, einfach, oder? Zum Einbrechen. Ja, Die wissen genau, wie es geht. Sehr einfach. So. Ja, Nies beim Bischof mal wieder hier, die Randalierer. Aber es fährt einer, oder? Ja. Okay. Ist das nicht toll? 800 Wohnmobile, 800, ich sag mal, Luxusreisemobile auf einem Platz? Ist ein Wahnsinnsgefühl. Ja. Und ein super schönes Bild. Ja. Da kann man sich kaum satt sehen. Also immer wieder, wenn ich da rausgucke, da alle dieselbe Marke, da Da kommt der nächste. ist schon toll. Ah ne, der stellt sich neben euch. Guck mal hier, da ist noch Platz. Ein Loft, oh ne, was ist ein Palace? Ja. Da hat nichts dran, das ist nicht schlimm. Ja, das heißt, du würdest die Entscheidung jetzt nochmal tun nach den 3 Jahren. Würdest du genauso? Ja, im Moment stimmt das einfach so. Genau. Ihr seid ab und zu in Deutschland auch unterwegs? Viel. Viel. Wir sind viel in Deutschland, überall. Ganzes Land. Also Bayern, Baden-Württemberg, Alle, also von Osten auch? Osten auch. Ja, Brandenburg, Haben wir Berlin. auch schon gemacht. Ja, Berlin waren wir. Rostsee Zum ersten Mal vor 2 Jahren in Rostock, wart ihr auch mal da oben? Rostock auch. Ja, Ja. haben wir auch schon verschifft
für Schweden. Kannst du dir vorstellen, ich meine, du bist jetzt Erzieherin gewesen, dass Leute sich so ein Kissen holen, das Fenster aufmachen und den ganzen Tag aus dem Fenster gucken, die etwas älteren Leute, und dann abends machen sie das Fenster zu und gucken dann, wie heißt das, Blick bei euch? Blick, ja, der Blick. Und dann gehen sie ins Bett. Und dann am nächsten Tag machen sie das Fenster auf und gucken raus. Ja, du lachst jetzt auch. Du weißt, was ich sagen will. Gibt's das? Das gibt's. Ja, das gibt viele. Es gibt Leute, die gucken aus dem Fenster den ganzen Tag, und dann gibt es auch Leute, die gucken ganz nach Fernsehen, oder ich sag mal, gerade wenn sie im Alter sind, ihr reist die ganze Zeit. Ja, es gibt immer wieder was zu tun. Morgens, wenn wir wir machen auch das Frühstück ausgedehnt. Wir lassen uns Zeit zum Frühstücken, und dann kommt dann der Haushalt zu machen, und dann kommt wieder der Hund. Ihr habt immer was zu tun. Es gibt immer was zu tun. Da geht man mit dem Rad, Was du meinst, nein, du meinst zu Hause sitzen und das aus dem Fenster gucken. Auf den Tod warten. Ja, nee. Oh, nee. Nee, also die Zeit wird kommen, wo das halt nicht mehr geht, aber Dann guckst du aus dem Fenster. dann gucke ich dann aus dem Fenster. Bin vielleicht froh, dass ich dann aus dem Fenster gucke. Ich glaube, es hatte alles seine Zeit. Und, Ja, das hier, genau. und das hier ging ja vorher nicht in der Intensität. Das heißt, ihr hattet wart noch in Arbeit, vielleicht Ja. alle. Du hast die Kinder noch. Die Kinder sind groß bei dir? Meine eigene ist nicht groß, der älteste wird 40 in diesem Jahr. 40. Ja, 40. Was ist das für ein Feeling, wenn die jetzt schon 40 sind? Die Zeit läuft, sind schon Enkel da. Also, So im Kopf bist du noch jung? ja, Wie jung bist du? 25, 30, kommt drauf an, für was, aber Sag mal, wenn du jetzt ältere Leute in deinem Alter siehst, also ich bin jetzt auch 54, die erscheinen dir ja jung, oder? Die sind ja in deinem Alter. ja. Oder hast du das Gefühl, dass die im gleichen Alter schon ein bisschen älter sind? Nee. Nein, das Nein. nicht, nein, das nicht. Also ich denke, die Camper sind irgendwie jung. Lockerer. Jung, Jung geblieben. ja, jung geblieben, ja. Aber das ist ja schon eine ganz besondere Sorte hier, der Verni, oder? Also ich habe dich ja kennengelernt, der kam ja zu mir und hast du mich angesprochen? Ja, oder ich habe mich an den Tisch gesetzt, gell? Also ich habe dich angesprochen, weil ich die Filme mal geguckt habe, Ja. die an der Messe oder irgendwelche Interviews über Fahrzeuge. Ja. Und da habe ich dich angesprochen darauf. Ja. Genau, dann saßen wir da am Tisch und dann kamen wir ins Gespräch und dann hast du mir erzählt, ja, wir wohnen hier im Auto. Habt ihr mehrere Leute getroffen, die jetzt auch im Auto wohnen? Kommt immer wieder welche dazu, das ist so, ja. Gibt immer wieder welche. Und da ist immer wieder das gleiche Thema, wie macht es da mit den Steuern und habt ihr euch abgemeldet und ging das? Und da muss ich dann feststellen, das ist in Deutschland fast dasselbe wie in der Schweiz. Es gibt Bundesländer, kann man sich ohne Probleme abmelden. Da hat man ist man doch so ein Weltenbummler ohne festen Wohnsitz. Das gleiche in der Schweiz. Und dann gibt es Bundesländer, wo das überhaupt nicht geht. Und in der Schweiz auch, wo sie klemmen, wo sie sagen, nee, du musst da noch Steuern bezahlen. Die wollen immer wissen in Deutschland, wo du hinziehst. So, und dann sage ich immer, ich habe keine Ahnung. Das erste Land ist Luxemburg, das zweite ist dann da, schreib rein, was du willst. Und dann neuerdings schreiben sie auf dem Personalausweis die Auslandsadresse drauf. Hast du gewusst, in Deutschland? Die haben vorher draufgeschrieben, kein Wohnsitz innerhalb von Deutschland. Und jetzt schreiben sie rein, wo du gemeldet bist, irgendwo anders. Ja, ist so. Aha. Ja, aber gilt jetzt für mich. Ich wohne ja in Frankreich. Ja, cool. Ja, ich habe kaum noch Fragen. Das heißt, heute Abend, wie sieht der Plan aus? Ja, wir werden dann da in die Halle gehen, Ja, Spaß haben. Spaß haben. Du tanzt? Nein, nicht mehr, seit ich einen Unfall hatte mit Was hast du der da? Achillessehne. Abriss. Ja, Hatte ich auch. Hatte ich auch. Die haben das verpfuscht bei der Operation und seither funktioniert das nicht mehr so mit Tanzen und Ist ja so, also ich hatte auch einen Achillessehnenabriss, Ja. war denn wo war ich denn? In der Spezialklinik in Pforzheim. ja, Und die haben mir das dann angenäht. Ich hatte so einen Schuh, den hat so auch, den Vakoped-Schuh. ja, genau. Ja, genau. Ja. Das ist schon scheiße, ey. Bei uns heißt er Künstlerschuh. Und du weißt doch direkt, was passiert ist, oder? Wenn der Ralle abgerissen ist. Das knallt hinten und ja, man weiß, was passiert ist. Und wo ist das passiert? Einfach so? Wir haben beim Chor so einen Veranstaltung. Klausabend gemacht und Beim Singen. beim Singen, aber es war ein Klausabend, also es war ein Unterhaltungsabend und da haben wir so Spiele gemacht und ich Ja. habe mit einem, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Gückeli-Kampf heißt das in der Schweiz. Wie heißt das? Hahnenkampf. Hahnenkampf. So ein Hahnenkampf, da schaut man, wen auf einem Bein schneller umschubsen kann. Ja, und da hat es bei mir geknallt hinten.
Meistens hat die ja dann eine Vorerkrankung, die Sehne. Die ist schon angerissen ein bisschen. Also die reißt ja nicht so einfach, sondern hattest du warst du prädestiniert Ich dafür? hatte gar nichts vorher, aber ich habe natürlich viel Sport gemacht. Und das Radfahren, das geht jetzt gut. Das geht gut. Aber Laufen und so ist nicht so gut. Laufen geht auch. Ich merke es, das Bein wird schneller müde. Ja. Aber eben so tanzen oder Tennis spielen, das habe ich früher noch gemacht. Du warst sehr sportlich. Also ich war sportlich. Noch sportlicher? Ja, ja. Cool. Und der dann nicht so, der Werner. Eher nicht so. Ja, aber das Der ist ja ist eher auch so bequem. so, das einarmige Reißen ist ja auch teilweise Sport, muss man sagen. So ist das. So, ich wünsche euch noch eine gute Reise. Wo geht's jetzt hin? Anschließend habt ihr irgendeinen Plan, irgendein Land? Wir wollten nach Litauen. Nach Litauen? Lettland, aber In Lettland wohnt meine Tochter, da könnt ihr hinfahren, in der Nähe von Riga. ist es gut im Moment. Wir wissen es nicht wegen. Kein Problem. Also meine Tochter sagt, überhaupt, du merkst nichts also Ja. von den Problemen. Ja. Es ist ein anderes Land, ihr müsst nach Lettland fahren, weil meine Tochter lebt ja da. Da kann ich ja Bescheid sagen, könnt ihr die besuchen fahren. Nach Riga, also wir waren schon mal. Nee, die wohnen ungefähr eine Stunde weg von Riga Ja. und in Richtung Grenze. Und es muss so ein tolles Land sein im Sommer. Im Winter ist es blöde, ist halt wie in Schweden sehr lange dunkel. Ja, dunkel und ist halt total kalt. schön da. Wir waren mal 3 Wochen da, aber das war viel zu kurz In Lettland. in Lettland. Ihr Aber wart schon in Lettland? Wir waren schon in Lettland, aber wirklich nur für 3 Wochen. Nur für 3 Wochen? Ja, das. Nur? Und ja, von der Schweiz nur schon die Anfahrt. Achso, mit der Anfahrt. Mit der Anfahrt 3 Wochen unterwegs. Ja. 2 Wochen davon war vielleicht Lettland. Und das hat uns so gut gefallen. Kornweise Pfifferlinge gesammelt. Pfifferlinge in Lettland. Kornlinge, Blaubeeren. Achso, die wachsen dann wie Unkraut oder wie? Ja. Ja, echt. Und richtig große. Ich habe da mal kurz Halt gemacht an einem Waldrand und guckte so in den Wald rein, denke, das gibt's ja nicht. Alles voll Pfifferlinge. Und da sind wir dann hängen geblieben. Blaubeeren und Pfifferlinge. Sehr schön. Habt ihr eine Webseite, wo ihr berichtet über eure Reisen? Nee. Wir machen Futterbücher. Also ich habe Futterbücher gemacht, Privat. privat, und ja, mittlerweile die Länder, die wir so bereist haben, die sind jetzt hinterlegt im Buch. Und wenn man es mal gemacht hat, Marokko haben wir jetzt 2, 3 gemacht und dann reicht es irgendwann. Ihr geht da auch essen in Marokko. Ja. Kriegt man da Durchfall von? Das erzählen alle? Wir hatten wirklich Nie. noch nichts. Und wir haben auch Salat gegessen. Wir haben uns. Das war mutig. Ja, das war mutig und ich hatte zuerst Angst, aber uns hat mal einer gesagt, wir waschen das für euch mit Mineralwasser. Weil die wissen, dass wir das nicht vertragen und Also das heißt nochmal, kochen oder schälen, sonst nicht essen. ja, ja, Das ist so, Ja. gerade Salat ist ja dann kritisch. ja, genau. Ja. Ja. Habt ihr einen Filter, einen Wasserfilter? Nein? Nein. Das heißt, ihr kauft Flaschenwasser. Ja. Okay. Ja. So, jetzt habe ich euch genug gelöchert. Ich zeige nur mal ein Kissen und damit will ich in die Abmoderation machen. Glücklich und frei, das ist einmal Reni und Verni und der Hund heißt? Jackie. Verni, Reni und Jackie. Bis zum nächsten Mal. Schreibt mir doch bitte, wie ihr das Video fandet. Bitte schreibt einen Kommentar. Das freut auch die beiden ganz toll. Und wenn ihr Lust habt, abonniert bitte unseren Kanal. Prüft, ob ihr ihn abonniert habt, denn das ist die wirklich wichtigste Währung für mich, sind die Abonnenten. Und ihr müsst auch nicht die Glocke anmachen, das ist mir egal, aber drückt auf die Abo-Taste. Dann kann ich nämlich noch mehr Videos machen für euch. Und vielen Dank euch. Darf ich noch einmal ganz kurz die Schuhe zeigen da? Das sind nämlich On-Schuhe und die haben ein Schweizer Wappen drauf hinten. Genau. Sind die aus der Schweiz? Ja. Weil das ist eine Seuche. Jeder hat jetzt On-Schuhe, weißt du das? Da sind sie. So, und damit möchte ich das Bild dann beenden. Die sind schöne Schuhe. Tschüss, Reni. Tschüss. Tschüss, Verni. Tschüss. Ciao. So, jetzt Danke. mache ich aus. Ciao.